Ja, liebe Leute, es gibt News. Affengeile News, weil wir haben immer wieder Anfragen. Das heisst, machen ihr das, kann man bei euch einen Achsmotor bringen, Pneu wechseln. Und jetzt haben wir uns Folgendes überlegt. Wir wollen euch noch ein bisschen näher bei uns haben. Das heisst, wir lassen euch jetzt mal einfach wirklich 1:1 in unsere Werkstatt. Also sind alle am Arbeiten. Ich würde es so machen, ich würde jetzt einfach bei allen ein bisschen vorbeigehen und euch zeigen, was läuft, bei wem gerade aktuell. Und ich würde sagen, wir starten, wir gehen zum Kriegel hinten. Kriegel! Er ist jetzt doch einmal noch grösser als ich. Weißt du was? Nein, wir sind eine todernste Gesellschaft da rein. Du bist an einem wunderschönen Kundenprojekt dran. Genau. Erzähl doch mal schnell ein bisschen mehr, was geht da? Das gibt eine komplette Restauration von einem schönen Sachs 502. Den habe ich jetzt komplett zerlegt und jetzt bereit gemacht für den Sandstrahler. Da sehen wir zum Beispiel die Schweissarbeit haben wir zuerst noch machen müssen, weil die Schutzbleche völlig kaputt waren. Das wäre mega schade gewesen, um die fortzurühren. Und dann kommt es dann schlussendlich wieder zu uns und dann wird das etwas Wunderschönes. Mhm. Schwarz Bordeaux. Bordeaux. Das ist ein gutes Beispiel mit dem Loch. Die Stellen, wo wir wissen, die kaputt gehen, machen wir natürlich nicht gleich wieder, sondern wir probieren natürlich in so einer kompletten Restauration auch noch eine Verbesserung einzubringen, wenn wir ja schon wissen, dass es ein Schwachpunkt ist. Genau. Danke, Kriegel. Ja, bitte gerne. Weitermachen. Weitermachen, würde ich sagen. Tschüss zusammen. So, da sind wir im Joes im Ecke. Da ist er gerade aktuell am 98 Kubik Sachs. Das ist natürlich auch etwas, was wir sehr gerne machen. Und da würde ich sagen, Joe, erklär doch mal schnell, was ist da genau dein Auftrag an dem Ganzen? Da gibt es eine komplette Motorrevision. Ich habe jetzt mal zerlegt, Bestandsaufnahme gemacht, kommt eine neue Kurbelwelle rein, Kupplungen bauen wir um von der Kochlamelle auf, das ist so geil. auf das moderne System mit der Reibbeläge. Unter anderem bauen wir noch um auf normale Simmering. Der hat da so Filzabstreifer drin. Das ist eben gerade etwas Wichtiges. Die Filzabstreifer, das hat natürlich früher gelangt, die haben ja auch kein Getriebeöl drin, sondern das ist ein Schmierfett, ein Flussfett. Ja. Und das ist natürlich viel zäher. Aber gleich, wenn wir die Möglichkeit haben, wie vorher natürlich, wir probieren das Ganze wieder perfekt neu zu machen und, wenn wir einen Schwachpunkt gewissen haben, wir verbessern. Ja. Danke dir. Da sind wir im Ecke von unserem Heimleiter. Der Marco, den kennen wir ja auch, oder? Hi miteinander. Absolut. Und er ist auch etwas Wunderschönes dran. Also, er sucht sich sowieso immer nur die schönste Arbeit. Das ist ein Gericht. Ja, das ist ein Puch X30 NS. Der ist tatsächlich so in Kisten angeliefert worden. Also das war total einzelteilig. Hat irgendeine grüne Farbe drauf, ein bisschen zusammengewürfelt. Dann haben wir die Teile mal komplettisiert. Dann haben wir ihn zum Lackieren gegeben. Der ist lackiert worden im Original Gel. Chromteile so wie ein Abe, das haben wir alles aufpoliert. Natürlich auch Räder, Rücktritt, vorne Bremsen, alles neu gemacht. Und jetzt bin ich da, das ist mal das Rolling Chassis, das ist zusammengebaut. Und jetzt bin ich am Motor revidieren. Ich habe schon fast fertig zusammengesetzt. Jetzt muss ich die Kupplung noch rein tun und das Gehäuse noch drauf, das Getriebegehäuse, und dann ist der eigentlich fertig zum Einbauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal schauen. Da haben wir die Gleitbüchse drin. Da muss man immer schauen, dass die Löcher auch übereinstimmen. Ich tue hier noch ein bisschen Öl drauf, dass schon mal ein bisschen geschmiert ist. So. Wunderbar, das Öl läuft hier, dann verstimmen die Löcher. Dann wichtig, der Distanzring. Der kommt hier hinten drauf. So, dann tun wir den Kupplungskopf drauf. Dann kommt wieder so ein Anlaufring drauf. So. Ein Kupplungsbeleg rein. Zwischenschieben. Wieder ein Kupplungsbelag. So, wieder zwischenschieben. Dann kommen wir zu den Federn. Ich tue mir das Federpaket schnell vorspannen.
Wir haben jetzt hier eine verstärkte Feder drin, plus 20%, weil der Zylinder ist ein bisschen stärker. Dass dann das auch die Kupplung nicht durchrutscht. So. Also da haben wir jetzt die Federn drin verbaut. Das ist jetzt ein ganzes Paket, das kann ich jetzt so tun. Hier immer einen neuen. Also dann machen wir das hier rein. Der Bruch gibt hier etwa 28 Newton vor. Stoppwerkzeug tun. Sollte normalerweise lange. Die rutscht jetzt vorher schon durch. Also, dann langt das so. Dann können wir hier die Klammer wieder rausnehmen. Jetzt kommt der Zugbolzen hier. Da tun wir jetzt gerade von Swingien. Der hat ein besseres Lagersystem hier drin. Gibt ab. Jetzt geht es darum, dass man Zugbolzen einstellt. Für das muss man den Kupplungsdeckel drauf tun. Ich habe jetzt extra noch nicht zusammengesetzt. Eine Kupplungswelle, die kann ich noch auch schnell ausbauen. Weil meistens ist die Feder verrostet oder da hat es ganz ein kleines Ohrringli drauf. Die sind manchmal gebrochen und wenn das gebrochen ist, dann läuft nämlich genau dort Öl raus. Darum machen wir das gerade neu. Das ist keine riesige Geschichte, aber das lohnt sich. Den Hebel tut den Zugbolzen so rausziehen. Und den Hebel soll man im 60-Grad-Winkel drauf tun. Die 60 Grad, woher kommt das? Das ist eigentlich ganz einfach. Jetzt hier 60 Grad eingestellt. So. Jetzt, wenn ihr den Hebel dann anzieht, dann fängt die Kupplung an zu wirken, also der Zugbolzen an zu wirken. Und so habt ihr eigentlich den maximalen Hebel. Dann tun wir hier ein bisschen Schmutz her, hier nicht gittig tun, wirklich genug. Dann rostet hier die Federn nicht. Puh, das war ein bisschen streng. So, und jetzt sieht man das so. Diese Federn zieht hier in den Kupplungshebel retour. Und wenn das nicht wirklich ring läuft, dann haben wir immer das Problem, dass die Kupplung nicht wirklich schön löst. Da ist unten, dann heisst die Grabfläche, die muss gegen unten sein. Jetzt sollte die Fläche, also hier sollten wir jetzt etwa die 60 Grad haben, und hier sollte die Fläche jetzt eigentlich so gerade stehen, wie hier der Gehäusedeckel, so gerade sollte es jetzt stehen. Das ist nicht schlecht. Haben wir sie lassen. Und jetzt kann man hier jetzt drüllen, bis eigentlich der hier auf dieser Fläche ansteht. Das ist dann der Sicherungssplinter, den kann man nämlich dann hier so oben rein tun. So, ich habe jetzt einmal provisorisch hier, da verrutscht jetzt nichts mehr. Jetzt kann ich den Gehäusedeckel wieder wegnehmen. Die Klammern sollten eigentlich bündig sein mit dem, weil nachher kommt die Schraube dann hier drüber rein. Oder und so würde sie nicht drüber passen. Den einen können wir jetzt gegen rauf. Dann nehmen beide gegen rauf. Hat keinen Platz gegen runter. So, probieren wir mal. Gut. Die Dichtung habe ich jetzt vorgängig mit dem Fett
ein bisschen eingefettet. Hier tut sie wie ein bisschen aufquellen. Und nachher, wenn man dann den Deckel drauf tut, dann passt sich da die Unebenheiten ein bisschen an. Eine Schraube ist wichtig, das ist die mit dem Aluminiumdichtring. Das ist die Ölkontrollschraube. Die kommt hierher. Und dann die anderen sind so Linsenkopfschrauben. Also wenn alle Schrauben nicht so viel rausschauen, dann haben sie richtig Länge. So, jetzt die Kuppel. Die kann jetzt immer noch drüllen so. Und dass die Grabfläche auch schön unten bleibt, tue ich jetzt einen Kabelbinder her, dass das sicher nicht verrutscht bis in den Einbauen nachher. So. Seht ihr, jetzt kann der nicht mehr drüllen. Als Rechtshändler so mit links, aber sollte dann schon gehen. Bist denn du nicht Multitask? Nein, das ist etwas anderes. Nein, aber die wird jetzt wirklich nicht schön, die Schraube. So, jetzt. So, jetzt tue ich das noch fertig anziehen. Dann kommt der Zylinder noch drauf. Und dann ist der Motor fertig zum Einbauen. Öl, Benzin, Vergaser drauf. Hoffe geil. Und dann erste Probefahrt, auf das freue ich mich. Das ist immer das Geilste. Das ist immer das Schönste. So, ihr seht, jetzt heute war natürlich noch ein bisschen geil. 98 Kubik Sachs, 50 Kubik, Puch etc. Ciao und. Wenn ihr natürlich so etwas habt, könnt ihr jederzeit ein E-Mail schreiben, anrufen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr irgendein Problem habt an einem Hobel, sobald wir ein Kundenprojekt haben, das passt, zeigen wir euch das sehr, sehr gerne, wie wir das hier in diesen Häusern lösen. Also in diesem Sinne würde ich sagen, eine gute Zeit, eine gute Woche und macht's gut. Tschüss miteinander. Sagen Tschüss zusammen. Tschüss!